So, heute geht es um die Frage, gibt es Leben auf dem Saturnmond Titan? Wenn du mehr über das Universum wissen willst, dann schau doch auf meinem Kanal. Hier gibt es viele Videos rund um das Sonnensystem, Galaxien und vieles mehr. Der Saturnmond Titan ist wirklich ein faszinierender Mond, denn die Wissenschaftler vermuten Leben auf diesem einzigartigen Mond. Der Saturnmond ist nicht nur größer als unser Erdenmond, er ist sogar der größte Mond vom Gasriesen Saturn. Doch die wohl wichtigste Frage, die sich uns stellt, gibt es Leben auf dem Titan oder besser gesagt Vorstufen von Leben? Und das wollen wir in diesem Video erfahren. Ja, der Titanmond, der ist außerhalb der lebensfreundlichen Zone. Das heißt, die Sonne ist hier einfach zu weit weg. Und das bedeutet, dass die Temperaturen hier sehr niedrig sind. Das heißt, minus 150 bis minus 200 Grad in Bodennähe. Ja, du hast richtig gehört, minus 200 Grad. Und da sagt sich natürlich das Leben, mein lieber Scholli, das ist mir aber zu kalt. Da gehe ich lieber nicht hin zum Titan. Deswegen wird es auf natürliche Weise wohl auch nie menschliches Leben dort geben. Und zwar gibt es mal wieder ein großes Aber, dass wir schon Leben erwarten können, beziehungsweise die Wissenschaftler dies erwarten können. Dies geht aber mehr in die Richtung Einzeller, die Vorstufen des Lebens, das heißt Bakterien, Schwämme oder Pilze. Und ich rede hier von wirklich einfachen Formen des Lebens. Und ja, Pilze sind auch Lebewesen, ja. Man kann auch hier von Leben sprechen, die Vorstufen des Lebens. Und jeder kennt es, Bakterien zum Beispiel trägt jeder in seinem Darm mit sich. Millionen, gar Milliarden sind es. Und ich persönlich bin mir sogar sicher, dass es diese Bakterien auf dem Mond Titan gibt. Es wird sie bestimmt geben. Und wo könnte es diese Bakterien wohl am besten geben? Genau da, wo es Flüssigkeiten gibt. Wasser zum Beispiel. Ja, und jeder kennt Wasser. Bloß beim Titan ist es ein bisschen anders. Hier haben wir flüssiges Methan. Und zwar haben wir doch, wie vorhin erwähnt, eine Temperatur von minus 160, 180 Grad. Und bei minus 162 Grad wird Methan flüssig, was zuvor eigentlich gasförmig ist. Ja, und was bedeutet das? Das flüssige Methan kann man sich so vorstellen wie flüssiges Wasser. Mir liegen zwar keine Informationen vor, dass es Bakterien gibt, die flüssiges Methan verwerten können, aber ich bin mir sehr sicher, dass es diese auf dem Titanmond gibt. Sollte irgendwann mal eine Sonde die Oberfläche untersuchen und in diesem flüssigen Methan keine Bakterien feststellen, kein Leben, haben wir aber noch einen Joker, denn unter der Kruste des Titans wird ein Ozean vermutet, der aus Wasser besteht. Er soll 50 bis 80 Kilometer unten drunter liegen. Das heißt, spätestens da werden wir wohl von Leben erfahren. Du siehst also, es könnte durchaus plausible Möglichkeiten für Leben geben. Jetzt sagt einer von euch vielleicht, hey, aber da kommt doch die Sonne gar nicht hin, wie kann denn da Leben entstehen? Und da kann ich dir auf alle Fälle sagen, auf der Erde gibt es auch Orte, wo keine Sonne ist. Dieser Ort, wo keine Sonne hinkommt, nennt sich der Marianengraben und ist bis zu 11 Kilometer tief. Ja, und dieser genannte Marianengraben im Pazifischen Ozean beherbergt sogar Fische. Sie sind blind und haben kein Sonnenlicht. Und sie sagen sich einfach, hey, wir brauchen überhaupt keinen Stern, wir brauchen kein Sonnenlicht und trotzdem schaffen sie es zu überleben. Und jetzt kommt der absolute Knaller für euch. Und zwar sage ich ja die ganze Zeit zu euch, die Vorstufen von Leben auf dem Titan, die Bakterien. Und wo gibt es sie denn noch? Genau, auf der Erde gab es diese Vorstufen von Leben. Das heißt, wir entstanden praktisch irgendwann einmal von diesen kleinen Dingern, von diesen Bakterien, die es vielleicht jetzt auch auf dem Titan gibt.
Und der Titan könnte jetzt das Stadium haben, wie unsere Erde vor 3 Milliarden Jahren hatte. Wenn du nochmal genauer wissen willst, was es mit dem flüssigen Wasser auf sich hat auf dem Titan, dann habe ich hier nochmal ein zweites Video verlinkt in der Infokarte. So, und als nächstes kommen noch ein paar Worte von Johann. Er hat sich da auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Titan ist nicht zuletzt so faszinierend, weil Wissenschaftler auf ihm Leben vermuten. Ebenso wird in seinem wärmeren Inneren flüssiges Wasser angenommen. Die Fachleute sind sich uneinig. Leben kann nur mit Wasser existieren. Andere wiederum vertreten die These, dass Leben auch aus Methan und Ethan entstehen könnte. Eben anders als zum Beispiel auf der Erde, mit anderen Lebensformen. Es ist noch lange nicht alles ausgeforscht und Titan birgt noch viele Rätsel. Wissenschaftler können sich vorstellen, in ferner Zukunft Kolonien der Menschheit auf Titan zu errichten.